Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu IPsec. Heute geht's weiter mit genau dem, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar mit den Datenbanken. Habe ich euch ja versprochen, machen wir heute. Und zwar möchte ich euch heute die Security Policy Database und die Security Association Database vorstellen, was genau da drin steht. Ihr solltet dazu dringend das andere Video zu IPsec gesehen haben, zumindest die Übersicht. Also das heißt, wenn ihr das hier nicht versteht, auf Anhieb, dann solltet ihr hier nicht weitermachen, denn es wird nicht einfacher dadurch. Aber es wird ein bisschen verständlicher, wenn man gesehen hat, was da alles drin gespeichert ist. Also schaut euch am besten das vorige Video an und dann könnt ihr hier weitermachen. Okay, wir wollen heute abklären, was steht in der SPD und in der SAD drin. Denn ich habe gesagt, man kann die relativ falsch konfigurieren und das kann dann natürlich Sicherheitslücken beinhalten, die man nicht haben möchte. Okay, also schauen wir uns ganz kurz an, was da drin steht. Und zwar haben wir da eigentlich so ein Feld jeweils für die Security Policy Database. Die Security Policy Database beinhaltet dann als erstes mal das Protokoll, was drüber steht, also im Normalfall dann UDP, denn TCP, wenn man TCP verwendet, kann man eigentlich gleich TLS verwenden, das machen die meisten Anwendungen, dann brauche ich kein IPsec mehr, dann brauche ich nur noch eigentlich TLS. Aber, meistens wird deswegen UDP hier stehen, aber manchmal kommt auch TCP hier drin vor, also im Endeffekt das Schicht 4 Protokoll, das ihr hier benutzen wollt. Dann die Quell-IP, von wo kommt das Paket und welcher Port hat dieses Paket, also von welchem Port kommt das Paket und wohin soll es, auf welchen Port soll es, also auf welche IP soll es, auf welchen Port soll es. Und dann jeweils für alle Pakete, die dieser Database hier matchen. Das heißt, wenn ich jetzt an 192.168.0.1 zum Beispiel bin und von Port 80 ein HTTP-Paket verschicke, dann greift diese Policy hier, und zwar heißt dieser Stern hier, dass es egal wohin es geht, egal welche IP und egal welcher Port, dann greift diese Policy hier und dann soll folgende Aktion, die hier drin steht, durchgeführt werden. Das hier drüben sind Kommentare, die sind einfach nur für euch sozusagen da, weil ihr die wirklich von Hand administrieren müsst, diese Security Policy Database. Ja, was steht jetzt also in den Aktionen drin? Da gibt es 3 Möglichkeiten, einmal Discard, Protect und Bypass. Discard bedeutet wirklich jedes Paket, jedes Paket von dieser Quell-IP, diesem Quellport, auf diese Ziel-IP, auf diesen Zielport mit dem Protokoll oben drüber wird verworfen. Das heißt, der Traffic geht nicht durch. Wenn ihr irgendwann mal keine Verbindung habt, dann wisst ihr, dass hier ein Discard drin steht, wo kein Discard drin stehen sollte. Dann die nächste Möglichkeit, ich nehme zuerst Bypass hier unten, die ist nämlich etwas leichter. Dann wird kein IPsec hier durchgeführt. Es wird absolut kein IPsec durchgeführt, sondern das Protokoll, das Paket wird ganz normal über IP weitergeroutet. Das heißt, es ist ungeschützt. Vorsichtig, wenn ihr Bypass benutzt, also bei Discard und Bypass vorsichtig sein. Der Standard sollte hier Protect sein. Protect ist nämlich genau das, weswegen man IPsec im Endeffekt haben möchte. Man schützt sein Paket eben durch IPsec. Ja, wenn ich jetzt hier Protect drin habe, dann brauche ich natürlich erstmal eine Association, um zu wissen, wo ich hingehe. Also wie verschlüssel ich jetzt? Zum Verschlüsseln brauche ich Schlüssel. Und für Schlüssel brauche ich erstmal einen Internet Key Exchange und so weiter. Und deswegen schaut man bei Protect in die Security Association Database rein. Findet man jetzt hier einen passenden Eintrag in der Security Association Database, dann hat man normalerweise hier irgendwas gefunden. Also zum Beispiel mit Ziel-IP und so weiter hat man dann hier ein passendes Paket gefunden oder eine passende Assoziation gefunden, das heißt eine aufgebaute Verbindung, und kann dann einfach sagen, okay, Sequenznummer 1 erhöhen und losschicken, Security Parameter Index bleibt einfach gleich, der ist sozusagen einfach nur da, den werden wir noch sehen, wenn wir dann uns mit AHA und ESP beschäftigen. Die enthalten dann auch eben die Schlüssel, die wir zum Verschlüsseln brauchen. Wir haben ein Fenster gegen Replay-Angriffe, das heißt, ich erwarte Sequenznummer 5 bis 15 zum Beispiel, und wenn ein Paket mit der Sequenznummer 4 kommt, dann ignoriere ich das konsequent einfach. Wenn ein Paket mit
25 kommt, ignoriere ich das. Ich speichere mir die nicht zwischen, sondern alles, was nicht in mein Fenster von Sequenznummern passt, das wird verworfen, damit eben Replay-Angriffe nicht mehr so leicht möglich sind. In einem kurzen Zeitraum sind Replay-Angriffe möglich, aber der ist wirklich nur sehr, sehr kurz. Das heißt, hier ein Fenster von Sequenznummern, die akzeptiert werden, damit man nicht jedes Paket verwerfen muss. Das ist nämlich sonst ein bisschen arg. Naja, man verliert Traffic, wenn das Fenster zu klein ist, aber wenn das Fenster zu groß ist, macht man sich natürlich angreifbarer für Replay-Angriffe. Das heißt, hier sollte man möglichst irgendwas, aber das wird sowieso alles automatisch gemacht, also von dem her nicht so wichtig. Klar, und Sequenznummern können auch überlaufen. Man hat normalerweise nur 32 Bit für Sequenznummern. Das heißt, man braucht hier eine Flag für einen Überlauf. Wenn das Ding übergelaufen ist, müssen die Schlüssel neu ausgehandelt werden. Das heißt, der Internet Key Exchange wird neu aufgebaut und dann fängt die Sequenznummer wieder bei 0 an, also wieder von vorne im Endeffekt. Ja, und dann AHA, ESP werden wir dann noch behandeln. Das sind die beiden Protokolle, die ihr im Endeffekt zur Auswahl habt. Ihr habt aber auch zwei Modi zur Auswahl, und zwar einmal den Tunnelmodus und einmal den Transportmodus. Und die werden wir auch noch behandeln. Keine Sorge, ich weiß, IPsec ist ein großes Ding. Aber ja, kann man alles schaffen, ist absolut kein Problem. Und die Pfad-MTU. Was ist eine MTU? Das ist die Maximum Transfer Unit. Das bedeutet, wie groß darf mein Paket maximal sein? Das kommt immer auf euren Übertragungsabschnitt an. Manche Übertragungsabschnitte erlauben viel, viel größere Pakete als andere und manche haben wirklich nur mickrig kleine Pakete. Und je nachdem, wie klein euer Paket ist, wenn ihr IPsec draus macht, dann wird euer Innerteil von dem Paket wird größer, denn ihr habt dann noch verschiedenste Verschlüsselung und so weiter und so fort. Das heißt, ihr müsst eventuell Pakete fragmentieren, also aufteilen in 2 Pakete, damit das Paket überhaupt über die Bahn sozusagen passt. Und deswegen muss man sich hier die Pfad-MTU zwischenspeichern. Ist ein bisschen aufwendig, die rauszufinden, macht Gott sei Dank IPsec alles für euch. Ja, und das ist dann für jede Verbindung gespeichert, die man haben kann. Das heißt, hier muss man natürlich immer schauen, wenn ich hier Protect habe, welche Assoziation passt für mich. Also leite ich mein Paket anhand dieser Informationen, die ich hier habe, weiter. Und dann kann ich mehr machen damit, dann kann ich irgendwie eben verschlüsseln und alles schützen. Wie gesagt, die beiden Modi kann ich machen und ja, das ist es im Endeffekt. Okay, soviel zu den Datenbanken. Ich hoffe, jetzt wurde es noch mal ein bisschen klarer. Wir werden uns noch mit AHA, ESP und mit dem Modus beschäftigen hier und natürlich mit dem Internet Key Exchange, der ja relativ essentiell ist und auch irgendwie sehr interessant ist. Und dann schauen wir mal, was ich noch für euch auf Lager habe. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!